Auswandern. Lebe deinen Traum. Welcome to the world. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei Wohin Auswandern, lebe deinen Traum. Unsere heutige Reise führt uns auf den Balkan und zwar nach Montenegro. Und ich bin sehr neugierig auf meinen heutigen Interviewpartner. Er hat Musik studiert, er hat Lieder geschrieben und produziert und dann irgendwann hat er offenbar so eine ganz leise Melodie gehört und die kam aus Montenegro und da hat es ihn dann hingezogen. Herzlich willkommen, Laurenz. Dobar dan, sagt man hier, lieber Chris. Das heißt, guten Tag. Magst du uns ein bisschen was erzählen von dir und deinem Leben, dass wir eine Idee haben, mit wem reden wir hier heute eigentlich? Ja, ich will es gleich verbinden eigentlich mit der Auswanderei. Ich wollte schon als Kind immer gerne am Meer leben und habe meine Eltern da auch immer zu bequatscht. Aber die haben gesagt, das geht nicht. Und abgesehen davon ist es dann, wenn man denn da wohnt, ist es dann auch gar nicht so schön wie im Urlaub, weil muss man ja auch arbeiten und solche Dinge. Es ist aber immer weiter gewachsen. Und wie du schon sagtest, ich habe ja Musik gemacht, studiert und alles. Und ich hatte immer so den Traum früher, ja, in Südfrankreich so ein altes Gehöft mal zu kaufen und dort ein Tonstudio und ja, Workshop-Zentrum einzurichten, irgendwie sowas in diese Richtung, mit Workshops und Seminaren für Musik und solche Dinge. Und bin dann erstmal fröhlich ins Musikmachen gegangen. Dort habe ich dann ja, mich kreativ als Musiker, live spielender Musiker, als schreibender Musiker, als produzierender Musiker und so weiter bewegt. Und habe aber dann über die Zeit, wenn wir viel in Kontakt mit Schallplattenfirmen waren, gemerkt, dass ich, wenn da Vertragsgespräche waren, ich habe mich nie wohl gefühlt und bin eigentlich dann immer zurückgetreten. Und dann habe ich mich aufs Unterrichten, Musikunterrichten geschmissen. Das kam aber eigentlich mehr so sowieso von selbst. Da musste ich mich eigentlich gar nicht so drum kümmern. Die Leute riefen einfach an, gibt es so einen Unterricht meinem Sohn und oder meiner Tochter. Und dann habe ich Unterricht gegeben und live gespielt. Und während der Unterrichterei ist halt aufgefallen, dass eigentlich immer die Leute, die sehr aufgeschlossen im Instrument, sehr selbstbewusst ins Instrument gegangen sind, aus denen ist was geworden, die waren erfolgreich. Und alle die, die mit Selbstzweifeln durchdrungen waren oder wo der Vater früher gesagt hat, ja, du bist nicht musikalisch, aber wenn du mich bist, dann gehst du halt jetzt Klavier spielen. Das waren die, die größte Schwierigkeiten hatten, irgendwie auf Erfolg zu kommen. Und so bin ich dann vom Unterrichten ins Coaching gerutscht, weil ich musste mir ja nur was einfallen lassen, wie diese armen Seelen, ja, die ja irgendwie am Klavier sitzen und sich so schlecht fühlen, wie die jetzt halt eben auf die Piste, auf die Spur kommen und in den Erfolg. Und so kam ich dann halt eben von da ins Coachen. Und so ist grob mal mein Lebenslauf. Okay, also alle Aspekte vom Thema Musik. Du hast Musik studiert und dann im Grunde fast alles gemacht, was man im Bereich Musik machen kann. Jetzt habe ich eine Bitte an dich. Wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen und wir haben eben gesehen, das Bild flackert ein bisschen, weil du ganz viele USB-Kabel aneinander gesteckt hast, damit du mit deinem Rechner auf den Balkon rausgehen kannst, um uns zu zeigen, wo du jetzt gerade mal bist. Lass uns den Schwenk bitte jetzt mal machen. Dein Blick vom Balkon. Wo in Montenegro bist du denn gerade so? Wir sind in Igalo, Herceg-Novi. Herceg-Novi ist die Stadt, zu der Igalo dazugehört. Das ist jetzt der Berg hier zu unserer Seite. Hier hinterm Haus ist dann das Meer. Über zum nächsten Berg. So, das ist so die Sicht von unserem Balkon. Herceg-Novi heißt die Stadt, Igalo ist der Stadtteil. Jetzt würde mich mal interessieren, euer Leben vor der Auswanderung. Also du mit deiner Frau und den beiden Kindern, richtig? Wie alt sind eure Kinder? 7 und 10. 7 und 10 Jahre alt. Jetzt hattet ihr zweifellos ein Leben vor der Auswanderung. Ihr habt irgendwo in Deutschland gelebt und ihr habt von irgendwas gelebt. Magst du mal ganz kurz umreißen, wie sah euer Leben denn vorher aus? Wir haben sehr schön gelebt in Deutschland. Wir haben in einem wunderschönen, alten, gut sanierten und restaurierten Fachwerkhaus gelebt, in einer Kleinststadt. Ich als Frankfurter, als ursprünglicher Frankfurter würde sagen Dorf, aber es hat tatsächlich Stadtrechte und hatte so 5000 Einwohner in der Kernstadt. Das zweitälteste Haus dieser kleinen Stadt, um 1600 gebaut, 1650, also wirklich sehr, 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 sehr schön, schön gelegen. Ich habe dort eine kleine Musikschule betrieben, privat, alleine, weil ich ja alle Instrumente eigentlich immer in meinem Leben gut in der Hand hatte, habe ich einfach alle gemacht. Alle, die im Pop vertreten sind, also Bass und Klavier und Gitarre und. Ja, und meine Frau hatte einen Massagebetrieb und ein Gymnastikstudio betrieben.
Es hört sich ja im Grunde an wie ein recht erfolgreiches, gelungenes Leben. Und trotzdem kam irgendwann dann der Ruf woanders hin. Was war denn die Motivation für euch, dass ihr jetzt all dem auf Wiedersehen gesagt habt und das Land gewechselt habt? Ja, die Hauptmotivation war, ich sag mal, rauszukommen, was Neuem zu begegnen. Uns ist es auch einfach langweilig geworden, tatsächlich. Also es war einfach klar, wie die Deutschen so sind, wie wir sind. Es ist klar, wie unser Dorf ist, sozusagen. Wir brauchten einfach definitiv Neues und wollten einfach ein gutes Stück freier leben. Und dann sind wir halt letztendlich auf meinen uralten Traum, ich möchte am Meer leben, sind wir aufgesprungen, haben gesagt, jetzt gehen wir mal in diese Richtung. Okay, also ein gewisses Maß an Abenteuerlust war offenbar dabei. Und wenn du jetzt aber von Meer sprichst, also wenn mir jemand sagt, ein Auswanderungsland am Meer, dann fällt mir Spanien ein oder Frankreich oder Thailand oder was auch immer. Montenegro ist nicht das Erste, was mir einfällt. Hattet ihr jetzt mehrere Länder zur Wahl, wo ihr dann drüber nachgedacht habt, welches wird es denn jetzt? Oder war für euch von vornherein klar, Montenegro, das ist es, da wollen wir hin? Ja, wir kannten Montenegro vorher gar nicht und hatten ursprünglich ganz andere Pläne. Wir haben alle möglichen Länder uns so angeschaut, also recherchierend angeschaut. Ich wollte nicht in meine alten Urlaubsländer, wie jetzt Frankreich und so, wo ich in Spanien, wo ich als Kind im Urlaub war. Wir hatten Tansania im Blick und Afrika. Wir hatten also auch ein kleines Team tatsächlich zu Hause mit 5, 6, 7 Leuten, die sich damit befasst haben, wo könnte man halt eben zusammen hin auswandern. Wir sind aber tatsächlich die Einzigen, die es dann getan haben. Montenegro hat uns gefunden. Nicht wir haben Montenegro gefunden, sondern Montenegro hat uns gefunden. Eines Tages hat halt eine Freundin von uns ein Video geschickt und sagte, hier, Montenegro, guckt euch doch mal Montenegro an. Dann haben wir uns halt eben da Dokus angeschaut, sind in Telegram-Chats eingestiegen, haben uns informiert und innerhalb von wenigen Tagen haben wir Menschen kennengelernt, die uns die Türen geöffnet haben und gesagt haben, ja, kommt doch hier nach Herzegovina. Wir haben hier Haus, Wohnung, wohnt doch da einfach drin. Und bums, war es geschehen. Haben wir ja gesagt. Also war es im Grunde so eine Art ja, Ruf des Lebens an euch. Das Leben hat euch einen neuen Weg aufgezeigt und ihr habt mitgespielt und seid diesen Weg gegangen. Kann man das so sagen? 100%. 100%. Wir haben gesagt, die Türen gehen da auf. Wenn die Türen da aufgehen, gehen wir da auch durch. Jetzt war eure Vorbereitungszeit nicht so umfangreich. Ein Satz mal in eigener Sache. Meine Frau, die Lia, hat ein Buch geschrieben über das Thema Auswandern mit ganz vielen Checklisten drin, was man auf keinen Fall vergessen sollte, bevor man auswandert, weil manche Dinge muss man vorher getan haben. Hinterher geht es nicht mehr. Laurenz, wann seid ihr denn jetzt effektiv weggegangen aus Deutschland? Wann seid ihr nach Montenegro gezogen? Letztes Jahr, 4. oder 5. September, sind wir in Montenegro angekommen. Und unsere Vorbereitungszeit lag bei 2,5 Monaten. Okay, und wie lief der Umzug so? War das jetzt irgendwie mit Container oder einfach ein Transporter gemietet und dann alle Sachen rein und dann mit dem Transporter einmal auf den Balkan runtergefahren? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, wir sind zusammengezogen noch mit einer Dame, die wir kennengelernt haben. Und sie hatte Kontakte zur montenegrinischen Botschaft. Und die montenegrinische Botschaft hat uns eine Spedition vermittelt. Und so konnten wir dann sehr, sehr kostengünstig mit beiden Haushalten in einem großen, großen LKW hier runter. Auswandern leicht gemacht. Der Masterplan für dein neues Leben. Egal in welches Land du auswanderst, dieses Buch bereitet dich optimal vor, damit du keine wesentlichen Fehler machst. Darin sind Checklisten, Lifehacks und Musterbriefe zu finden. Den Bestelllink findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und eure Tour selber war dann mit dem PKW oder seid ihr geflogen? Wir sind mit dem PKW gefahren, der auch noch ziemlich vollgeladen war. Also wir haben da sozusagen noch so das eine oder andere gehabt, was nicht in rechtzeitigen LKWs war, sagen wir es mal so. Und sind dann da ganz gut vollgestopft mit dem PKW darunter gefahren. Jetzt stelle ich mir das gerade mal vor. Also ihr sitzt da mit der ganzen Familie im Auto, die Reise ins Ungewisse sozusagen. Ihr habt keine Ahnung was, keine Ahnung nicht. Ihr habt euch ein bisschen vorbereitet, aber ihr wart noch nie da. Und kein Video kann einem dieses Bauchgefühl ersetzen, was man hat, wenn man wirklich ein Land besucht. Und irgendwann kommt ihr jetzt an die Grenze zwischen, ich weiß nicht, Bosnien, Montenegro oder zwischen Serbien und Montenegro, Bosnien vermute ich mal. Und jetzt seid ihr das erste Mal auf montenegrinischem Boden und macht euch klar, hier wollen wir jetzt wohnen. Das ist die neue Heimat. Magst du mal beschreiben, wie das bei euch so ablief, was das mit euch gemacht hat?
Also ich sag mal, wirklich ein bewegender Moment, den ich nicht vergessen werde, war der Moment, als wir über die slowenische Grenze sind und in die ersten Kilometer nach Slowenien rein. In dem Moment war für uns so ganz klar emotional, sowohl bei Maruna als auch bei mir, meiner Frau, jetzt haben wir wirklich den ganzen deutschen Sprachraum verlassen. Also es war einfach dieses, wir sind jetzt von eben auf jetzt innerhalb von 2,5 Monaten mit allem, was wir da haben, einfach so, ohne zu wissen, wo es hingeht, ohne zu wissen, wie das dort aussieht, ohne zu wissen, wie die Wohnung aussieht, in der wir wohnen werden, losgefahren. Und man hat richtig gespürt, wie das so ein Moment war, wir müssen das jetzt alles loslassen und uns dem Neuen komplett öffnen. Und es war halt eben uns in dem Moment auch wirklich zutiefst im Herzen bewusst, dass wir halt eben nach Deutschland zu Hause auch tiefe Herzensverbindungen haben zu unseren Freunden, unserer Familie. Und haben gemerkt, jetzt geht es erstmal halt volle Ladung da rein und wir lösen uns daraus ein Stück weit, aber diese Verbundenheit trotzdem zu spüren, da lief auch ganz viel ins Handy. Ne? Da kam dann Also ihr musstet das Herz über den Zaun werfen und dann einfach hinterher springen und aufs Beste hoffen. Und wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich meine, das ist ja für euch einmal kulturellen Unterschied und das andere ist ja, du sagtest, ihr habt in der Nähe von Frankfurt in einer 5000 Seelengemeinde gewohnt und dann zieht ihr in ein Land, was, ich habe mal geguckt, 621.000 Einwohner hat, das sind weniger als Frankfurt hat und zieht jetzt wiederum in ein, ja gut, ihr seid wieder in ein Dorf gezogen im Grunde, also Dorf bleibt ja, ne? Aber jetzt sicherlich auch kulturell ein großer Unterschied. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr euch da schnell einleben, eingewöhnen können in diese neue Kultur? Was war jetzt anders bei euren Tagesabläufen und was war doch relativ gleich wie auch in Deutschland? Also ich würde es aus zwei Perspektiven sehen. Das eine ist die Begegnung mit den Menschen an sich. Und das andere ist unser To-Do sozusagen. Man kann nach Montenegro auf zwei Wege letztendlich eine Daueraufenthaltserlaubnis erreichen. Das eine ist, man kauft eine Immobilie und das andere ist, man gründet ein Unternehmen. Und da wir halt eben jetzt irgendwie nicht über das Budget verfügen, die passende Immobilie zu kaufen, haben wir ein Business gestartet. Und das ist aber halt eben ein Prozess. Ja, das ist ein langer Prozess, da gibt es Dokumente beizureichen, man muss Zeugnisse bei haben, man muss ein Führungszeugnis nach Apostille-Beglaubigung dabei haben. Und das wird dann halt immer geschickt nach Podgorica in die Hauptstadt und. Das ist ein längerer Weg, der viele, viele Wochen dauert und damit waren wir sehr beschäftigt mit diesem To-Do. Und das wäre auch ohne die Firma, die Accounting-Firma, die das hier mit uns und für uns gemacht hat, hätten wir das niemals machen können. Ja, das war sozusagen wirklich, ja, ihr braucht jetzt das Dokument, dann müsst ihr zum Notar. Dann. Und das Zweite wären die Menschen. Die Begegnung mit dem Mensch an sich, die persönliche Begegnung. Soll ich dazu gleich was sagen? Ja, da würde ich jetzt gleich nochmal nachhaken wollen. Also Begegnung mit den Menschen, das basiert ja im Grunde immer erstmal auf Sprache. Und jetzt ist der Balkan sprachlich ja nicht so ganz einfach. Also ich habe jetzt gelernt, es gibt da unten, also manche sprechen Serbisch, dann gibt es einige wenige, die Kroatisch sprechen, aber es gibt auch Serbokroatisch. Das sind schon 3 Sprachen, Serbisch, Kroatisch und Serbokroatisch. Dann gibt es, glaube ich, Bosnisch, es gibt natürlich Montenegrinisch, Mazedonisch vielleicht auch noch, ich weiß es nicht. Also die Leute reden ja da unten irgendwie 5, 6, 7 Sprachen. Also wohl dem, der nach Paraguay auswandern wie wir. Ja, es gibt nur Spanisch und ein bisschen Guarani. Aber dieses Sprachenwirrwarr, kann man sich da zurechtfinden oder geht man da unter? Mit den Sprachen ist es tatsächlich, wie ich finde, ein Gag. Das ist eine lustige Sache. Es ist zunächst so, dass sich Serbisch, Kroatisch, Montenegrinisch und so kaum voneinander unterscheiden. Es sind mehr leichte Akzente und mitunter das eine oder andere Wort, was halt eben gebräuchlicher ist in Serbien als in Kroatien und in Montenegro gebräuchlicher ist als in Kroatien und so weiter. Aber an sich ist die Sprache sehr, sehr deckungsgleich. Und es ist halt, sag ich mal, die Leute hier sind durchaus mitunter sehr, sehr stolz auf ihr Land. Und ich sag mal, wenn du in Montenegro bist, hier sprechen wir Montenegrinisch. Und wenn du nach Kroatien kommst, sagen die, wir sprechen Kroatisch. Wenn du Kroatisch lernst, einen Kroatischkurs machst, dann kannst du dich in Montenegro so unterhalten, dass keiner merkt, dass du halt eben einen Kroatischkurs besucht hast. Es gibt halt nur 3, 4 Worte bei der Begrüßung oder sowas, die hier nicht üblich sind. Und dass, wenn man die halt benutzt, dann sagen die, okay, Kroatisch. Aber sobald man weiß, okay, so ein paar umgangssprachliche Geschichten, 2, 3 Eckpunkte, dann ist es montenegrinisch und fertig. Okay.
Ich weiß aus der Begrüßung ja schon, dass du mindestens 2 Worte kannst. Dobar dan hieß das, glaube ich. Wie Sehr sind gut. generell jetzt deine Sprachkenntnisse dort von den Balkansprachen? Oder wie verständigt ihr euch im Alltag? Kommt man da auch auf Englisch oder vielleicht gar mal auf Deutsch zurecht? Oder muss man im Grunde schon Montenegrinisch oder Kroatisch oder Serbisch oder was auch immer können dann? Also unsere Sprachkenntnisse Montenegrinisch sind Shame on us. Wir haben hier Apps und Kram und ich komme nicht wirklich in den Fluss, das zu lernen. Und wir kommen mit Englisch und Deutsch tatsächlich sehr gut klar. Die meisten sprechen Englisch. Ich lerne immer besser Englisch sprechen, seit wir hier wohnen. Und der Rest geht mit Händen und Füßen. Aber tatsächlich, wir kommen immer mit Englisch hin. Also das ist ein Seltenheitsfall, dass wir mit Englisch nicht weiterkommen. Und wenn, dann ist es so, dass halt eben dann jemand sagt, ah, okay, ich kann kein Englisch und ruft jemand anders her, der in der Umgebung steht, der Englisch kann und dann geht es dann so weiter. Okay. Deine Frau heißt Maruna. Ich habe die Mhm. gehört, ehrlich gesagt. Darf ich fragen, ob da noch irgendwie ein weiterer kultureller Hintergrund mit drin steckt und damit auch eine weitere Sprache, die deine Frau schon mitbringt, oder? Nee, tatsächlich ist es so, dass sie eigentlich Nicole heißt und sie kann ihren Namen aber nicht leiden. Sie sagt immer, da steckt nie Kohle drin. Und sie will ja nicht immer keine Kohle haben. Und ist da wohl auch mal irgendwie ein bisschen gehänselt worden mit Nicole, hahaha, Nicole. Und sie hat dann irgendwann gesagt, sie möchte jetzt Maruna heißen. Das war so der klangvolle Name, der ihr gefiel. Und sie sagt dann, das ist jetzt mein Name. Okay, schön. Ein selbstgewählter Name. Gut, wir bleiben bei Maruna. Nochmal Ja. zurück auf eure Anfangszeit jetzt in Montenegro. Ich stelle mir das jetzt so vor, also wenn ich da hingehen würde, ich hätte ja erstmal einen Berg voller Probleme zu lösen. Also der ganze Papierkram natürlich und du musst irgendwie ein Auto ummelden und musst Wohnung finden und du musst erstmal rausfinden, wo kriege ich jetzt mein Olivenöl und wo kriege ich die Butter und wo sind die Supermärkte und so weiter und so fort. Es ist ja im Grunde erstmal eine große Herausforderung. Was waren aus deiner Sicht die größten Herausforderungen und wie habt ihr die gemeistert? Größte Herausforderung. Also tatsächlich sind alle amtlichen Fragen für mich, was die Herausforderung anbelangt, eigentlich alle gleich gewesen, da wir ja sehr gut geführt waren von Bencom, von der Accounting-Firma hier. Alles andere ist Kommunikation mit Deutschland, Kündigungen und so weiter. Wir haben das Auto in Deutschland gemeldet gelassen, das kann man machen. Das heißt, unser Auto ist gegenwärtig in Deutschland nach wie vor gemeldet. Das haben wir einfach so beibehalten. Und ja, Supermarkt fand ich tatsächlich was Schwieriges. Und überhaupt einkaufen. Montenegriner haben schon einfach eine andere Produktpalette so als wir. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles vollständig anders wäre. Aber man braucht schon eine Weile, bis man so seine Sachen gefunden hat. Auch so Basis wie Reis und welcher Reis ist denn gut und welcher ist nicht gut, welcher gefällt einem, ne, schmeckt einem. Die Preise sind wild. Es gibt Dinge, die sind hier teuer, die sind in Deutschland günstig. Und es gibt Dinge, die sind hier unglaublich günstig, die wären in Deutschland teuer. Und so sind wir schon sehr beschäftigt gewesen beim Einkaufen. So, was? Das kostet jetzt 5 Euro, 6 Euro. Das ist übertrieben. Nutella zum Beispiel war sowas. Ja, das kostet hier 7 Euro. Das ist total komisch. Also was du berichtest, das klingt sehr, sehr vertraut. Also wenn du sagst Nutella 7 Euro, ja, das kostet es in Paraguay auch. Wobei wir hätten eigentlich gerne lieber das größere Glas und das kostet dann noch mehr. Und Fleisch ist ja auch im Verhältnis zu Deutschland gnadenlos billig. Also von daher, die Erfahrungen decken sich 1:1. Aber es ist schön, dass du das Thema der Finanzen angesprochen hast. Magst du den Zuhörern mal eine Idee geben? Was kostet denn so ein Leben in Montenegro? Ihr lebt da jetzt mit 2 Erwachsenen, 2 Kindern. Was braucht ihr im Monat, um da vernünftig leben zu können? In kurz, wenn man einen Tausender hat, ist es entspannt. So, das ist die kurze Antwort. Okay, Äh, dann hake ich jetzt noch mal weiter nach. Ich stelle die Frage immer gerne dreigeteilt. Wenn man also jetzt in Montenegro leben möchte und man hat jetzt 3 verschiedene Lebensstile. Lebensstil Nummer 1 wäre Überleben, irgendwie klarkommen. Also nur einfach mit dem Nötigsten zurechtkommen, eine sehr einfache Behausung, kein Luxus, kein Auto vor der Tür, einfach nur überleben. Lebensstil Nummer 2 wäre, man hat eben auch ein eigenes Auto, man lebt im Grunde so ein Mittelklasse-Leben, wie man das aus Deutschland vielleicht auch kennt. Und der Lebensstil Nummer 3 wäre, dass man sagt, also ich hätte gern ein schönes Haus und da soll auch ein Pool dabei sein und wir wollen uns auch ein bisschen was gönnen, gehen häufiger mal essen. So diese 3 Lebensstile. Hättest du da 3 Zahlen für mich, was man da netto zum Leben bräuchte? also der ganz einfache
ich sag mal, ich muss es ein bisschen zusammenbauen. Du kannst zwischen 200 und 400 Euro hier recht problemlos mieten im Monat. Wobei Mieten nicht so landesüblich ist. Hier kauft man eher, aber es ist kein Problem, man kann mieten. Du findest zwischen diesen 200 und 500 Euro eigentlich alles in erster und zweiter, dritter Lage. Also du kannst ein Haus haben mit 130 Quadratmetern für 400 Euro mit bisschen Suchen. Du kannst aber auch eine Wohnung haben mit 2 Zimmern für 300, 400 Euro. Dann ist das eine vielleicht ein Tick näher am Meer und das andere ist halt eben 500 Meter weiter hinten. Also da gibt es eigentlich in diesem Bereich zwischen 200 und 500 gibt es eigentlich so ziemlich erstmal von der Größe her alles. Wenn du jetzt Luxus mit dazu nimmst, wie jetzt Pool und solche Dinge, fürs Mieten kann ich es dir gerade nicht sagen. Ich kann es aber eher sagen im Kaufen. Also bei Kaufen Haus, ich muss sagen, Montenegro ist eigentlich immer erste, zweite, dritte Reihe. Ne? Das eine ist direkt am Meer, das nächste ist ein Stück hinten dran und dann halt eben ganz hinten raus. So ungefähr. Und ganz hinten raus, ja, ist natürlich eine Wissenschaft von sich. Ich sag mal, da kriegt man Grundstücke halt für 10 Euro einen Quadratmeter. Die waren wohl vor 1, 2 Jahren noch deutlich günstiger, wenn man halt eben im Hinterland ist. Hier kann man Häuser jetzt kaufen am Hang, die so diese 150 Quadratmeter Ecke haben, für so 250.000 Euro etwa ohne Pool. Und mit Pool halt, würde ich sagen, einfach halt plus. Ne? Dann 300, 400, 500.000. Also du kannst eigentlich sagen, alles, was nicht luxuriös ist, bewegt sich unter 400.000 und alles, was wirklich in Luxus reingeht, geht drüber. Okay, das ist ja schon nicht so ganz günstig. Also verglichen mit den Preisen in Deutschland mag das ja noch teilweise ein Schnäppchen sein, klar. Aber naja, es ist jetzt, also für den Lebensunterhalt stelle ich fest, 1.000 Euro für 4 Personen, da kann man ganz gut leben. Aber wenn man Immobilien kauft, dann geht es dann doch sehr schnell ins Geld. Wenn ihr abends jetzt mal losgeht, ihr wollt ins Restaurant gehen, 2 Erwachsene, 2 Kinder, so ein ganz normales Restaurant halt und trinkt dazu auch mal eine Tasse Fanta oder ein Glas Bier oder was auch immer. Was steht denn da am Ende auf der Rechnung in dem Restaurant? 50, 60 Euro etwa, so diese Ecke. 50, 60 Euro. Das heißt pro Mhm. Person so 12 bis 15 Euro in der Größenordnung. Mhm. Ja, also du kannst für 10 Euro gut essen, für 12 Euro gut essen. Die Pizza ist etwas teurer als bei uns in Deutschland gefühlt. Also die beginnt bei 7 Euro mit der Margarita. Ist auch nicht so denen ihr Kunstwerk, Pizza zu machen, sag ich mal. Der Kaffee ist sehr günstig. Also wenn man Kaffee trinken geht, kann für 1,40 einen wunderbaren Kaffee haben. Für 2 Euro ein Cappuccino. Am Meer, mit Meerblick. Es ist immer faszinierend, wie Lebensmittel auch ganz anders bepreist sind als in Deutschland. Nochmal kurze Anekdote aus Paraguay. Wir haben hier auf der einen Seite bei uns, da gibt es so kleine Teigtaschen, Empanadas. Siehst du manchmal am Straßenrand, dann kostet eine Teigtasche 1.000 Guarani, das sind dann 15 Cent, 13 Cent vielleicht nur. Und auf der anderen Seite holst du aus dem Supermarkt eine Tiefkühlpizza und die kostet 11 Euro. Ja, ja, genau. Genau. Also Das könnt ihr nicht machen, 11 Euro für eine Tiefkühlpizza. Da kann ich ins Restaurant gehen und die ist billiger. Das macht keinen Sinn, aber naja. Gut, aber genau so. wir wollen über Montenegro weitersprechen. Wo wir gerade bei Preisen sind, Internet. Da, wo ihr jetzt gerade seid, also vielleicht mal eure konkrete Situation. Was zahlt ihr jetzt für euer Haus dort? Würde mich nochmal interessieren. Und wie sieht es da mit Internet aus? Was kostet so ein Internetanschluss? Was für Bandbreiten kriegt man da in Montenegro? Also wir zahlen tatsächlich nichts. Also wir sind eingeladen, hier zu sein. Der Mietpreis der Wohnung wäre auf dem Markt 200, 250 etwa. Und ist eine 60 Quadratmeter Wohnung plus einem Zimmer unterhalb der Wohnung, also sozusagen so versetzt. Das ist auch ein großes Zimmer. Das sind so 80, 85 Quadratmeter, aber das Zimmer unten ist gerade nicht nutzbar. Das müsste erst noch ausgebaut werden. Deshalb denken wir gerade in 60 sozusagen, 60, 65 Quadratmeter. Okay, ihr zahlt also keine Miete, sondern ihr seid eingeladen. Jetzt verstehe ich Ja, auch, was du meintest, als du vorhin sagtest, da haben sich einige Türen geöffnet. Das ist genau, natürlich eine genau. große Tür. Ja, Internet. Sag mal was zum Thema Internet. Ja, an der Stelle möchte ich natürlich auch einfach mal sagen, das ist auch wirklich dankbar. Ne? Das kann man nicht einfach so vorüberrauschen lassen. Wenn das Leben einem Menschen über den Weg schickt, die halt sagen, "Ey, ich habe das da, komm doch einfach. Du bist nett, du bist freundlich, ich mag dich, fahr runter neben meine Wohnung." Also das ist schon toll, wenn einem das Leben sowas Seltenes schenkt an der Stelle. Jetzt zu deiner Frage bitte zurück. Ja, das Internet.
Bandbreite. Sie haben halt DSL, Flat. Ich kann dir aber nicht sagen, welche Datenrate genau ist. Unglaublich schnell, alles geht super. Also ich vermisse nichts. Wir haben 25 € im Monat dafür. Okay, ich gehe mal eben so ein paar Positionen durch, die vielleicht für jeden Auswanderer wichtig sein könnten. Beim Auto ist es jetzt so, ihr habt euer Auto mitgenommen und fahrt also auch noch mit deutscher Zulassung dort in Montenegro rum. Wenn ich mir jetzt dort ein Auto kaufen wollte, sei das jetzt ein kleiner Neuwagen oder sei das ein Gebrauchtwagen, sind die Preise vergleichbar mit denen, die wir aus Deutschland kennen oder doch teurer? Es hat zwei Seiten. Die Autos, die neu sind, die sind teurer, weil die hier auch recht hohe Zölle haben mit der Einfuhr. Und wenn du aber gebraucht kaufst, dann kriegst du hier auch so diese Häppchen, ja, für 3.000 € das Auto, was irgendwie einfach noch in Schuss ist und gut fährt, oder für 5.000 und so. Also da, ich sag mal, dann reduziert sich diese Wirkung des ursprünglichen Einfuhrzolls. Und wenn du ein neues Auto kaufst, ist das hier schon teuer, zumal es auch so ist, wenn du jetzt in Deutschland eins kaufen würdest und du möchtest das Auto dann hier anmelden, dann müsstest du auch den gleichen Einfuhrzoll letztendlich an der Grenze zahlen für dein Auto, mit dem du gerade rüberfährst. Kann ich beim Tanken ein bisschen sparen? Sind vielleicht die Spritpreise ein bisschen günstiger als in Deutschland oder eher nicht? Ja, tanken kannst du sparen. War, als wir hierher kamen, noch deutlich besser. Hatten wir 1,26 auf den Liter Benzin. Und jetzt ist er bei 1,57. Hat jetzt lange immer so geschwankt zwischen 1,60 und 1,40. Aber was ganz interessant hier ist, dass die Tankstellen über längere Zeit immer fixe Preise haben und zwar alle den gleichen. Also du fährst nicht rum und guckst, wo ist jetzt der Sprit günstig. Überall steht 1,57 für deinen Sprit. Ja, egal. Und dann steht er da 3 Wochen und dann schalten die alle um. Und das, ich kann dir nicht genau sagen, was ist hier irgendwie staatlich reguliert. Also das ist noch wohl kommunistisch aus ehemaligen Zeiten irgendwie angehaucht, dass der Staat halt quasi vorgibt, wie jetzt gerade die Spritpreise sind. Ja, so hat mir das auf jeden Fall mein montenegrinischer Nachbar erklärt. Wie läuft denn das mit dem Thema Gesundheitsversorgung? Da würde mich jetzt mal interessieren, also zum einen Krankenversicherung, gibt es da eine montenegrinische Krankenversicherung und zum zweiten die Qualität der Versorgung? Wenn du jetzt plötzlich da irgendwie dringend medizinische Hilfe bräuchtest und jetzt in dem nächsten Augenblick hier vom Stuhl rutscht, was würde passieren? Also wo würdest du ein vernünftiges Krankenhaus finden, wo dir geholfen werden könnte? Grundsätzlich für die Immobilienleute kann ich nicht sagen. Das ist auch tatsächlich etwas, was wir noch besprochen haben. Auch ich jetzt letztens mit einem befreundeten Immobilieneinwanderer besprochen habe, dass wir noch nicht wissen, wie die Leute, die ihre Aufenthaltsgenehmigung über den Immobilienkauf erwirken, wie die krankenversichert sind. Die Leute, die hier per Business-Eröffnung ihren Aufenthaltsgenehmigungen erlangen, die sind tatsächlich hier, wie wir es in Deutschland eigentlich ähnlich kennen, mit einem gesetzlichen Krankenkassensystem abgesichert, das sehr günstig ist, 50 € im Monat. Und tatsächlich also mit deutschen Standards vergleichbar ist. Also es ist wirklich, soweit alles, was wir kennen, alles, was wir gehört haben, ist, wow, gut, wir kennen auch hier eine Familie, die ist gar nicht eingewandert, sondern nur auf längere Durchreise. Und da hat sich der Mann tatsächlich hier auch operieren lassen und eine recht aufwendige Operation. Also mehrere Stunden Operation und hat keine Notwendigkeit gesehen, nach Deutschland zurückzukommen. Also er hat sich in der Klinik beraten lassen und tipptopp an der Stelle. Also es ist sozusagen vom Standard her weicht das nicht erkennbar ab. Was hier üblich ist, der Arzt sagt, ja, pass auf, für deinen Fall wäre es besser, du gehst zu dem und dem Spezialisten, dann sind diese Spezialisten für gewöhnlich privat. Aber die Leistungen, die wir dann privat zahlen, oder sind dann auch wieder relativ niedrig. Also dann ist eine Behandlung bei 40 €, 60 €. Wenn man denkt an eine private Behandlung beim ganz normalen Hausarzt, wenn man Privatzahler ist, dann steht mal schnell auch 200 € auf der Rechnung, nur für eine halbe Stunde, ja. Und hier ist 40, 50. Das, was von der Kasse nicht gezahlt wird, von der gesetzlichen Kasse, sind alles Zahnthemen. Also Zahn ist immer privat, grundsätzlich. Egal was ist. Ja, okay. Wir haben jetzt viele Zahlen gehört, was ich auch gut finde, weil die potenziellen Montenegro-Auswanderer möchten ja vorher auch eine Kalkulation für sich machen können. Von wie viel lebt denn so ein typischer Montenegriner? Also jetzt so ein Mittelklasse-Bürger, sag ich mal. Jemand, der irgendwo vielleicht als Angestellter arbeitet oder so. Was hat denn der effektiv raus zum Leben?
Also die Durchschnittseinkommen in Montenegro liegt bei 500 Euro Vollzeit. Das heißt also letztendlich, dass die Familien, da müssen schon beide arbeiten, damit sie halt eben auf diese 1.000 Euro kommen, mit denen man halt gut leben kann. Das ist so der Schnitt. Das ist auch hier mit den Montenegrinern, die wir gesprochen haben, mit denen wir auch befreundet sind. Und sagt, es ist die Preissteigerung, die wir jetzt erleben konnten im letzten Jahr, ist für die meisten Montenegriner eigentlich eine kleine Katastrophe. Weil wenn man jetzt mal so sagt, okay, wir brauchen so 100 Euro in der Woche für den Einkauf, für den Wocheneinkauf. Und diese 100 Euro passen, wenn wir wirklich ganz gut aufpassen. Und wenn wir nicht aufpassen, sind es 150. Dann sind diese 500 Euro ja schon weg. Also das ist so das Durchschnittseinkommen. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, die Büroangestellten und diese Menschen, die verdienen halt eben drüber. Von Lehrern kann ich es dir sagen, da ist aber auch durchaus typisch, dass Vollzeit ein Lehrer 500 Euro bekommt. Also ein Lehrer an der staatlichen Schule ist durchaus üblich. Aber die Zahlen, die ich sonst kenne, sind bei 1.000 Euro und drüber. Also ich habe jetzt letztens erst gehört, die Lehrerin bekommt bei uns nur 500 Euro Vollzeit. Also als Richtwert 500 bis 1.000 Euro, das ist das, was der typische Montenegriner verdient. Und der Durchschnitt ist 500 Okay. netto. Man muss es in diesen Ländern natürlich immer so ein bisschen einsortieren. Also man kann dort von diesem Geld leben, aber genauer müsste ich sagen, man kann dort von diesem Geld ein montegrinisches Leben leben, wie die Menschen das dort gewohnt sind. Du sagtest jetzt so als europäisch, das sind ja auch Europäer, als deutsche Familie, braucht ihr so in etwa 1.000 Euro im Monat. Ähm, Ja. Ihr habt ein Unternehmen gegründet. Das heißt, der Lebensunterhalt kommt jetzt ja für euch aus Montenegro. Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen hinterfragen. Was macht ihr denn genau da jetzt mit dem Unternehmen? Coachings oder Seminare oder irgendwie sowas in der Richtung? Magst du da mal 2, 3 Sätze zu sagen, bitte? Ja, unser Unternehmen heißt Nova Sada, Seminare, Kurse und Coachings für Menschen der neuen Zeit. Wir bieten Coachings zur Auflösung von Blockaden, wie man das kennt, und zur Orientierung, dass der Lebensorientierung, der Kompass des Lebens sich neu ausrichtet. Wir helfen den Menschen in die neue Zeit hinein, sozusagen in ein neues Lebensgefühl, ein neues Bewusstsein zu erweitern, sehr spirituelle Coachings. Und letztendlich läuft es aber auch klassisch auf Lebensglück hinaus. Ja, was alles möchte ich, muss ich tun, muss ich verändern, will ich verändern, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und bei uns halt sehr orientiert in diesem spirituellen neue Zeitgedanke, neuen Zeitenwandel. Jetzt habe ich neulich gerade mal gehört, dass in Deutschland eine Umfrage durchgeführt wurde. Die Menschen wurden gefragt, ob sie Therapiebedarf haben. Und etwa 1/3 der Umfrageteilnehmer hat das bejaht. Also jeder dritte Deutsche ist therapiebedürftig. Das mag vielleicht daran liegen, dass im Augenblick sehr unstete Zeiten sind. Man weiß gar nicht, wovor man zuerst Angst haben soll. Ist es jetzt irgendwie ein Virus oder ist es, was weiß ich, die drohende Weltregierung oder ist es ein Atomkrieg? Oder also es wird ja jeden Tag irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben und die Menschen sind einfach in großer Sorge und versuchen sich im Leben neu zu orientieren. Also wenn ich das mal berücksichtige, dann müsstet ihr ja eigentlich mit eurem Business auf eine Goldader gestoßen sein. Ist dem so? Also Tatsache ist, das ist Coaching und Beratung und therapeutische Berufe, bin ich überzeugt, werden immer mehr gebraucht in den nächsten kommenden Zeit. Wir für uns sind halt jetzt eigentlich gestartet auf Null. Wir hatten ursprünglich auch andere Pläne hier geschäftlich, muss man auch dazu sagen. Wir hatten ursprünglich einen ganz anderen Plan und mussten von dem Plan aber ab und haben gesagt, okay, dann jetzt voll in dieses Coaching-Ding, wir bauen auf. Wir haben Stammkunden aus Deutschland, nehmen uns aber jetzt auch die Zeit, die wir brauchen, um alle Felder, die wir aufbauen wollen, auch in Social Media und sowas, schön gleichmäßig nach oben zu fahren. Macht ihr das dann alles online oder können jetzt Menschen auch zu euch kommen und da irgendwie vor Ort sich beraten und coachen lassen? Wir beginnen jetzt hier online tatsächlich. Natürlich kann man auch kommen, kein Problem. Montenegro ist ja unglaublich schön und es bieten sich fürs Coaching auch tolle Plätze an in der Natur und so. Ja, dann kann man dann mal dort Sessions machen, anstatt irgendwie hier indoor. Grundsätzlich ist unser Angebot zunächst hier online und unser Ziel ist in der Zukunft, eine Vor-Ort-Präsenz zu haben und auch selber auch zu reisen mit unseren Seminaren und Coachings. Gut, also dann Informationen für die Zuschauer unter dem Video, wenn ihr Näheres dort erfahren möchtet vom
Laurenz und der Maruna. Da findet ihr dann weitere Informationen. Weitere Informationen hätte ich gerne mal zum Thema Schule. Eure Kinder sind 10 und 7 Jahre alt und die werden ja noch irgendwie zur Schule gehen. Wie ist denn das jetzt gelöst da in Montenegro? Tatsächlich geht das grundsätzlich sehr einfach. Die Montenegriner sind sehr integrierend. Ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, die Begegnung mit den Menschen, ne? Ist eigentlich ein sehr spannender Bereich, spannendes Thema. Die Kultur, die Begegnung. Grundsätzlich sind Montenegriner sehr aufgeschlossen, sehr interessiert und was die Kinder anbelangt, sehr integrativ. Unsere Kinder selbst gehen hier gegenwärtig nicht zur Schule. Wir sind das, was man so weitgehend eine Freilernerfamilie nennt. Und unser Ziel ist es in Zukunft auch viel rumzufahren von Freilernerort zu Freilernerort. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, überall in Europa Lernorte, wo sich halt Menschen treffen, um auf alternative, freie Weise mit den Kindern halt eben zu lernen. Und jeder Ort hat spezifische Eigenschaften, spezifische Leute, bietet andere Qualitäten, sodass halt eben für uns das Thema Schule von der Seite halt eben uns nicht berührt. Das ist ja für die Kinder, denke ich mal, eine gewisse Umstellung von einem Schulsystem, wie wir das aus Deutschland kennen, hin zu einem Freilernersystem. Wie gehen die Kinder damit um? Ja, man spricht ja, bei uns ist es jetzt so, dass tatsächlich der Große jetzt diesen Wechsel gerade vollzogen hat ab September. Und man spricht von einer Phase des Unschoolings an der Stelle im Freilernerbereich. Unschooling ist die Phase, in der das Kind überhaupt erstmal mit der Situation konfrontiert ist, dass es jetzt da nicht mehr jeden Tag hingeht und dass es diese Aufgaben nicht mehr erfüllt oder erfüllen muss oder erfüllen darf, je nachdem, je nach Perspektive. Und das ist halt ganz interessante Phase. Die Kinder müssen durch verschiedene, ja, auch emotionale und psychische Situationen durch, wie zum Beispiel Langeweile. Jetzt ist dem Kind halt eine Weile langweilig und es muss uns halt eben fragen, was mache ich jetzt? Und das ist natürlich der Moment, aus dem halt dann früher oder später sich gebiert, was will ich jetzt? Was möchte ich? Es kommt nicht mehr jemand her, der dafür sorgt, dass meine Zeit gefüllt ist. Ich muss es selber machen. Und so ist in dieser Langeweile halt steckt dieses große Potenzial, die große Chance, dass alle Menschen, nicht nur Kinder, in sich gehen und halt eben spüren, okay, ich möchte unbedingt Bogenbauen ausprobieren. Ja, Pfeil und Bogen bauen. Und dann beginnen die Kinder zu recherchieren, zu tun, zu machen, gehen auf YouTube und fangen an und gucken, welches Werkzeug sie brauchen und fangen halt eben an, sich mit dem Bogenbau zu befassen. Und das ist jetzt so die Phase, die wir gerade so erleben, also dass wir haben Konfrontationen mit Langeweile, und diese Entscheidung zu treffen, jetzt selbst das und das zu tun, auch das Potenzial zu sehen, das überhaupt da ist, mit den Hunden zu arbeiten, Hundetraining zu machen und so weiter. Man kann ja, wenn man da frei ist, innerhalb von 2 Jahren Hundetrainer sein, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt. Ja? Also das Potenzial entdecken, die Chancen entdecken und spüren, was ist meins. Und das ist gerade die Phase, die wir gerade hier erleben, diese typische erste Jahr Unschooling, Ja. wie es im Buch steht. Das gefällt mir. Potenziale entdecken, das hört sich gut an. Übrigens von wegen, wie es im Buch steht, hier oben blenden wir jetzt nochmal ein oder auch unter dem Video den Link zu dem Buch, was meine Frau geschrieben hat zum Thema Online-Schulen. Die hat sich nämlich letztes Jahr mal 3, 4 Monate mit nichts anderem beschäftigt als nur mit Online-Schulen, hat viele Telefonate geführt, viel recherchiert und hat diese ganzen Ergebnisse für Online-Schulen, was einem als Auswanderer generell alles für Wege offen stehen, mal in einem Buch zusammengefasst, was für alle Menschen, die ins Ausland gehen und schulpflichtige Kinder haben, wirklich lesenswert ist. Und da entdeckt man viele neue Möglichkeiten. Gut, Haken an das Thema dran. Das Thema Wetter würde ich gerne mal ansprechen. Bei Balkan, also ich sage ganz offen, ich habe noch nicht so den Bezug zum Montenegro. Ich war noch nie da. Also wir wissen irgendwie von Ländern wie Kroatien, dass es da wunderschöne Strände gibt und dass man da einen schönen langen Sommer hat und eine herrliche Zeit verbringen kann. Ist das in Montenegro ganz ähnlich oder wie sind da so die Jahreszeiten und die Temperaturen? Magst du da mal ein bisschen was zu berichten, bitte? Ja, ich kann dir halt jetzt aus unserer Perspektive halt vor allem von dem Küstenbereich berichten, soweit ich ihn bisher erleben durfte. Es geht runter von hier der kroatischen Grenze an Herzegovina bis Ulcin. Dann geht es schon Richtung albanische Grenze langsam, Richtung Ulcin. Also es ist sozusagen eine Steigung, eine starke Steigung, mehr oder weniger stark, die immer direkt am Meer ist, mal Sandstrand, mal Kiesstrand, viel Kiesstrand. Also immer Küste mit
Hang oder Steilhang. Geht runter bis Ulzin so. Und diese Hänge sorgen halt eben schon auch für viel Bewegung. Also wir haben jetzt hier in Herzegovina zum Beispiel nach Sonnenuntergang viel Starkwind. Nicht immer, also, aber es kommt vor, dass mal über eine Woche hinweg die Sonne geht unter und dann hast du Starkwind. Die Temperaturen sind so im Winter durchaus auch null hier bei uns am Hang. Auch durchaus können die Minus werden. Wir hatten jetzt diesen Winter keine starken Minusgrade, -1, aber -4, -5 ist durchaus möglich. Und wenn man jetzt hier dann 20 Minuten mit dem Auto den Berg hochfährt, kann man im Winter da Skifahren und Schlitten. Der September war sehr, sehr schön warm mit, sagen wir so, naja, 29, 30 Grad. Das war etwa der September. Und dann ist es Stück für Stück langsam abgefallen. Im Winter dann sehr viel Regen. Ab November, Dezember kann es schütten, 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 schütten. Und Gewitter kann es geben, die habe ich vorher noch nicht gesehen, außer in Malaysia. Als ich in Malaysia war, die waren noch mal einen Tick stärker. Aber Temperatur, was kann ich jetzt zur Temperatur noch sagen? Ja, hier April ist jetzt erstaunlich kühl. Wir haben jetzt immer so 12, 13, 14, 15 Grad, aber es ist ja wohl scheinbar auch Großwetterlage gegenwärtig, dass halt eben hier auch überall gerade ein bisschen kühler ist, als man es sonst so kennt, gerade März, April. Gut, das Thema der deutschen Gemeinde interessiert mich jetzt mal. Du hattest vorhin erwähnt, ihr hattet irgendwie eine Agentur, die euch da begleitet hat, die auch andere deutsche Zuwanderer dort begrüßen und die unterstützen. Das klingt ja so, als kämen mehr Deutsche nach Montenegro. Sicherlich gibt es da auch interessante Rahmenbedingungen. Das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, aber es gibt ja bei euch den Euro, obwohl Montenegro nicht Mitglied in der EU ist. Sie sind wohl Beitrittskandidat, aber man hatte schon vor vielen, vielen, vielen Jahren hat man einfach den Euro eingeführt, obwohl man nicht in der EU ist. Das ist ja interessant. Also da fällt die Umstellung ja schon mal so ein bisschen leichter. Habt ihr da jetzt sowas wie eine richtige deutsche Gemeinde? Habt ihr deutsche Freunde? Und wenn ihr jetzt deutsches Brot haben möchtet und alles, gibt es das da oder sucht ihr gar nicht danach und ja, seid ganz froh, dass ihr in einem anderen Land seid? Ja, zum Euro, sehr lustig. Tatsächlich ist Montenegro wohl das erste Land, was einen Euro hatte, was hier keiner versteht. Also kein Mensch versteht, warum Montenegro das erste Land war, das den Euro hatte. Also ziemlich verrückt. Deutsche Community. Hier in Herzegovina ist mit deutscher Community etwas, ja, sparsam, sage ich mal. Die Firma, die uns hier mit der Einwanderung geholfen hat, Bencom, die haben gesagt, es werden etwa 100 Deutsche dieses Jahr gewesen sein, die über ihre Firma eingewandert sind, über die Unternehmensgründung. Sehr viele Deutsche sind unten Richtung Ulzin. Das ist der größte Klump an deutschen Einwanderern. Also die sind alle so in diesem Bereich. Herzegovina ist relativ sparsam, was Deutsche an Einwanderer anbelangt. Für uns selbst ist das gar nicht so wild, weil, wie gesagt, es baut sich schnell auch durchaus ein guter Kontakt zu Montenegrinern auf. Also in der Nachbarschaft. Und die Menschen sind interessiert. Ne? Die sagen, wie kommst du hierher? Wie kommst du auf die Idee, als Deutscher hier einzuwandern und so weiter? Ne? Naja, viele gehen ja Weil die den Leute, umgekehrten Weg. Also die überlegen dann ja, wie kommen sie vielleicht nach Deutschland oder nach Österreich oder in die Schweiz. Und jetzt gibt es Deutsche, die ziehen nach Montenegro. Und ja, genau, das genau. ist ja Verstehe ungewöhnlich. ich gar nicht. Ja. Sind die denn jetzt mal ganz platt gefragt, sind die denn nett zu euch oder wird das ganze Thema der Zuwanderung dort auch kritisch gesehen von Deutschen? Und ich weiß nicht, ob es noch weitere Nationalitäten gibt, die da verstärkt einwandern. Also jetzt nicht Balkan-Nationalitäten, dass es da viele Serben gibt und Bosnier und Albaner, das ist soweit klar. Aber jetzt aus Mitteleuropa gibt es da noch weitere Auswanderungsgruppen, was weiß ich, Holländer oder Dänen oder Franzosen? Und wie werden die dort aufgenommen von den Einheimischen? Ist das gewollt? Also grundsätzlich sind Einwanderer, so wie wir es erleben, eher willkommen. Also eher mit sogar sehr willkommen. Natürlich, ne, wen man gerade trifft. Aber ganz grundsätzlich sind Leute sehr aufgeschlossen, sehr interessiert und begrüßen Einwanderung insofern schon, dass sie sagen, es ist unglaublich spannend, was die Einwanderer mitbringen. Also ich hatte jetzt gerade mit einem Nachbarn ein Gespräch, der sagte, also hier, ich finde das so cool, dass alle hier gerade einwandern. Deutsche, Ukrainer, Russen, wo du gerade gefragt hast, das sind so die hier so am stärksten wahrgenommen haben. Ukrainer, Russen und Deutsche. Weil die machen alle was los. Vor 3 Jahren, da war Herceg Novi, ja, da sind die alle früh schlafen gegangen. Ne? Da
heute da hat dieser Restaurant aufgemacht und der Betrieb hat aufgemacht, die machen alle Betriebe auf und geht viel mehr aus und so weiter und so fort. Also das wird begrüßt als interessant, frischer Wind. Und dass es sicherlich den einen oder anderen gibt, der Deutsche nicht mag, ist sicher sozusagen. Aber die allgemeine Stimmung ist sehr freundlich an der Stelle. Also sehr aufgeschlossen, sehr interessiert und auch einladend. Also ich sag mal, wenn du in der Nachbarschaft bist und da wird gerade Kaffee getrunken, dann kriegst du den auch. Komm, setz dich dazu, gibt Kaffee. Ja, also man ist einfach halt dann da und kriegt halt einen Kaffee. Okay, das hört sich zunächst mal gut an. Jetzt hast du mir eben ein Stichwort gegeben. Du sagtest ja, dann ist auch mal was los. Wenn ich mal Montenegro von Einwohnerzahl und Größe her ein bisschen vergleichen darf. Du hattest vorhin den Frankfurter Raum erwähnt. Montenegro hat mit 621.000 Einwohnern weniger als Frankfurt, liegt also genau zwischen Düsseldorf und Stuttgart, was die Einwohnerzahl angeht. Also so viele Menschen sind ja nicht da. Und was die Größe angeht, Montenegro hat 13.812 Quadratkilometer, ist damit kleiner als zum Beispiel Schleswig-Holstein und spielt, was Länder angeht, in der gleichen Liga wie, ich gucke hier mal eben auf meinen Monitor, Bahamas, Osttimor, Vanuatu und die Falklandinseln. Ist da was los? Kann man da was machen? Habt ihr auch mal irgendwie eine Konzerthalle, ein Fußballstadion, eine Kartbahn oder was macht man da in seiner Freizeit, außer wandern gehen, was bestimmt toll geht? Also tatsächlich, wir sind jetzt in den angesprochenen Themen, das sind nicht unsere Felder, sage ich mal. Aber ich kann dir versichern, es gibt es. Also die Leute sind sportbegeistert. Sport, 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 Sport und Fußball läuft auf jeden Fall. Ganz sicher. Hier wird auch wie wild gewettet auf Sport, auf Spiele und so. Die sind hier total angeschaltet. Sport wird auch wirklich intensiv betrieben. In Herzegnowi gibt es viele starke Sportvereine, die stolz auf sich sind, auf ihre Ergebnisse auch. Haben, ich weiß nicht, was war es jetzt? Da möchte ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber es gibt einen Karate- oder Kampfsportverein, der international wirklich erfolgreich Leute rausschickt. Also sie sind sehr sportbegeistert. Und die Jungs hier, die Männer sind auch gerne ganz gut bepackt und sehr selbstbewusst. Und was das Weitere an so belangt, was los ist, also eins ist sicher, wenn Touri-Zeit ist, dann steppt hier der Bär. Dann fahren die Montenegriner auf und machen alles. Wir haben hier tatsächlich auch in Herceg-Novi in der Altstadt ist jeden Samstag eine Veranstaltung mit Live-Musik. Jetzt war letztens ein Rapper aus Kanada da, den ich nicht kannte. Samstagabend Open Air, war einfach da, kostenlos, also nichts, muss nichts zahlen. Also ich finde, es ist sehr, sehr lebendig und viel los. Also langweilen tut man sich hier beim besten Willen nicht. Also Langeweile kommt nicht auf, das höre ich schon mal gern. Jetzt würde mich mal interessieren, so diese Ethnien. Wir wissen ja, dass der Balkan generell ein Vielvölkerstaat, ein Staat ist es ja gar nicht mehr, aber eine Vielvölkerregion, so müsste ich sagen, ist. Und ich habe mir hier Mhm. parallel eine Karte von Montenegro aufgerufen und da sehe ich zum Beispiel, dass es da Gegenden gibt, da sind überwiegend Montenegriner und andere Gegenden, da sind überwiegend Serben. Das sind wohl mit Abstand die beiden größten Bevölkerungsgruppen. Dann haben wir Albaner, Bosnier, wir haben muslimische Bevölkerung, wir haben die Roma und ein paar Kroaten verteilen sich da auch noch. Das hört sich irgendwie alles an wie eine Mischung, die recht explosiv sein könnte, sozusagen. Ja. Und ich habe hier aus der Geschichte Montenegros habe ich entnommen, dass es da kurz nach dem Zerfall Jugoslawiens eine Volksabstimmung gab, ob man zu Serbien gehören möchte oder nicht. Und 96% der Bevölkerung hat gesagt, jawohl, wir würden gerne zu Serbien gehören. Dann war das auch eine Weile so. Und dann hatte man sich so als loser Staatenbund geformt, Serbien und Montenegro. Und nachdem aber dann diese ganzen Balkankriege stattgefunden hatten, mit denen die Montenegriner offenbar nicht so einverstanden waren, hat man irgendwann eine weitere Volksabstimmung durchgeführt und da waren dann 55,49% für einen eigenen Staat. 55% brauchte man, also es hat gerade so eben gereicht. Und man hat sich dann von Serbien losgesagt und hat einfach einen ganz eigenen Staat gemacht. Wo ich jetzt vermute, dass die große Anteil serbischer Bevölkerung, gerade im Norden des Landes, vielleicht nicht so mit einverstanden ist. Also das alles ist ja so eine Gemengelage, wirft Fragezeichen auf. Nimmst du davon
irgendetwas wahr jetzt im täglichen Leben? Merkst du, ob du gerade mit einem Montenegriner oder mit einem Serben oder Bosnier sprichst, oder ist das für dich gar nicht wahrnehmbar, dieser Unterschied? Nee, ist für mich nicht wahrnehmbar. Aber man kann schon, sage ich mal, in den Gesprächen, die man führt, ne, es gibt eigentlich diese zwei Lager, die sagen pro Serbien und damit angeschlossen pro Russland und überhaupt, sag ich mal, die ganze östliche Region oder halt eben pro EU. Da diskutieren sie hier, ja, in den Cafés. Und da gibt es diese beiden, das sind schon so zwei Lager, die das so durchzieht. Genauso wie mit Ukraine und Russland, das ist nicht direkt angeschlossen. Ne? So für wen ergreift man da eher Partei? So. Und es kommt auch vor, das ist tatsächlich hier Thema, merkt man. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache gerne mal Straßenmusik auch. Und dann treffe ich immer Leute, ne? Da sprechen mich immer Leute an, so, hey, du kommst nicht aus Montenegro, wo kommst du her, was machst du, dies und jenes. Und sehr oft in den Gesprächen werde ich witzigerweise abschließend nochmal so rückversichernd gefragt, ob ich jetzt eigentlich eher so zu Russland tendiere, was den Ukraine-Russland-Konflikt anbelangt, oder eher zur Ukraine tendiere. Ich sage dann halt immer letztendlich meiner eigentlichen Haltung auch entsprechend, ich wünsche niemanden Krieg und uns allen nicht. Und ich wünsche einfach, dass wir da Lösungen finden, die halt eben dafür sorgen, dass es einfach mit dem ganzen Kriegsgedönse halt wieder aufhört. Das wird auch immer akzeptiert. Aber man hat schon fast das Gefühl, als ob sie da ganz gerne eine Positionierung hören würden, die nicht in der Mitte liegt oder nicht irgendwie einfach nur friedlich orientiert, sondern na, das wäre doch jetzt was gewesen, wenn man mal ein Gegenüber hat, mit dem man dann eine Position haben kann. Wir nehmen es wahr, dass letztendlich diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen sehr gut miteinander im Grundsätzlichen auskommen, dass es jetzt da keine Welle gibt irgendwie zwischen den Leuten. Auch das merkt man auch im Laden. Die Leute sind stolz, bestimmte bosnische Produkte zu haben, die alle wertschätzen. Also es hat auch fast jeder Zweite irgendwie Familie da und Familie dort und Familie in den anderen Ländern. So, das Connections, Verbindungen. Die Montenegriner verstehen sich auch ein Stück weit so eine Art Schweiz des Balkans zu sein. Ja, so versuchen so diesen neutralen Staat einzunehmen, der nicht so stark sich positioniert für oder gegen, sondern guckt, dass er irgendwie in seiner Mitte da irgendwie durchkommt. Ja, das ist, glaube ich, in solchen Ländern nicht einfach, dass es da gewisse Fliehkräfte in beide Richtungen gibt, wie man das ja bei der Ukraine auch gesehen hat. Die war ja sozusagen auch das Land zwischen den Welten, und die Teil der Bevölkerung ist ganz klar Richtung Osten orientiert, ein Teil ganz klar Richtung Westen. Und dann ist es nicht einfach, da für die Politiker die richtige Politik zu machen, die allen Menschen gerecht wird. Aber gut. Ja, diese Entscheidung, ja, orientiert man sich mehr Richtung EU oder öffnet man sich in die Richtung oder geht man mehr in die, naja, Wurzeln, ja, die Wurzelverbindung Sowjetunion, Russland halt eben. Das ist hier Thema. Ne? Das beschäftigt die Leute wirklich. Und da gibt es auch starke, heiße Diskussionen. Also ich wünsche Montenegro da einen besseren Weg zu finden, als der, den die Ukraine jetzt gerade gegangen ist. Wir sprachen eben über die Größe. Wir sagten, gut 13.000 Quadratkilometer hat das Land. Das ist zwar jetzt nicht riesig groß, aber es gibt noch genügend Möglichkeiten, wo man sich jetzt ansiedeln könnte. Aus deiner Montenegro-Kenntnis, gibt es jetzt Gegenden, wo du sagen würdest, da sollte man auf keinen Fall wohnen? Das ist nicht gut, da zu leben, aus welchen Gründen auch immer. Und das sind die Gegenden, wo man sich als Auswanderer wahrscheinlich eher hinorientieren wird. Also was würdest du einem Montenegro-Zuwanderer raten, wo er sich einen Wohnsitz suchen könnte? Ja, also um da eine wirklich gescheite Antwort zu geben, bin ich eigentlich tatsächlich zu kurz hier. Also die Küstenregion ist auf jeden Fall eine Region, die zur Saison halt eben ermöglicht, Verdienst zu machen, wenn man ein Geschäft startet. Aber auch die Städte natürlich sind für Leute, die jetzt irgendwie in Industrie und so sich bewegen, halt, denke ich, von der beruflichen Seite her halt eben durchaus passend. Aber kann ich dir sagen, wann sollte man nicht wohnen? Nee, tatsächlich, da reicht meine Ortskenntnis und Erfahrung gar nicht aus. Und da würde ich letztendlich jetzt Quatsch erzählen, sozusagen. Ne? Okay. Ich finde das gut, dass du das ganz offen ansprichst, weil viele Leute erzählen dann einfach Quatsch, ohne es zu sagen. Dann ist es doch besser so. Nein, das ist gut. Jetzt hast du etliche Monate Auswanderung hinter dich gebracht, habt ihr euch hinter euch gebracht als Familie. Wenn du jetzt die Uhr nochmal zurückdrehen könntest auf das letzte Jahr, wo ihr dann ausgewandert seid, und du könntest nochmal die Entscheidungen neu treffen. Welche Entscheidung würdest du wieder genauso treffen? Und was würdest du jetzt beim zweiten Mal anders machen mit den Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Ah, gute Frage. Also, ich würde die Entscheidung
tatsächlich wieder treffen. Also ganz einfach schon allein wegen der Bewegung. Also wir hatten eine Situation vorliegen, in der wir nicht wie der klassische Auswanderer sich gut überlegen kann, was er jetzt eigentlich macht oder ein großes Budget zur Verfügung hat. Wir hatten eigentlich gar nichts zur Verfügung und deshalb war das sozusagen auch unser Weg, mal in die Welt zu kommen. Und allein schon wegen dieser Bewegung und allein wegen dem, was das mit einem macht, was man da lernt, mit was man konfrontiert wird und diesen Mut, über den Schatten zu springen, aus diesem bekannten Raum raus, ja, so dieses, ja, okay, hier kenne ich alle, ich weiß, was morgen ist, so gefühlt halt, in dieses komplett Ungewisse und man weiß, okay, jetzt muss man es in die Hand nehmen und es hängt wirklich davon ab, was man selber tut, ob es halt eben gelingt oder nicht. Beziehungsweise halt eben vielleicht auch von der schicksalhaften Führung oder wie. Also allein schon wegen dieser Bewegung würde ich sagen, das möchte ich auf gar keinen Fall zurückgedreht haben. Ja, ich denke beim Thema Auswanderern, immer viele Menschen machen sich darüber Gedanken, ob sie jetzt das alte Sofa mitnehmen oder nicht und was sie in ihren Container rein tun sollten und was sie dann neu kaufen. Und ich glaube manchmal, die Frage müsste man sich für sich selber stellen. Man selber ist der Container. Und was möchte ich von meinen Gewohnheiten, von meinen guten und schlechten Gewohnheiten, was möchte ich in mein neues Leben mit rübernehmen und was möchte ich vielleicht im alten Leben zurücklassen? Was für ein Mensch möchte ich sein und was möchte ich nicht? Und so eine Auswanderung ist eine gute Gelegenheit, weil man mit vielen alten Gewohnheiten brechen muss, einfach weil man eine neue Umgebung hat. Es ist eine gute Gelegenheit, sich neue Dinge anzugewöhnen und auch ein anderer Mensch zu werden, ein besserer Mensch, den man sich vielleicht vorstellt. Aber darüber machen sich die Menschen viel zu wenig Gedanken. Du kannst es treffender eigentlich nicht sagen, als du es gerade gesagt hast. Die Frage nach dem, wie wohne ich genau, die Dinge werden eigentlich irrelevant. Und es geht auch, wenn du jetzt wirklich mit Speditionen und so umziehst und sagst, es geht auch was kaputt. Ja? Also wir hatten in Deutschland ein Haus, das verfügt über etwa 200 Quadratmeter. Kannst dir vorstellen, was wir alles weggeworfen oder verschenkt haben, wenn wir von 200 auf 80 gekommen sind, ja. Und du merkst mit jedem Ding, was man da entscheiden muss, kommt es jetzt mit, kommt es jetzt nicht mit. Und du, mit jeder dieser Entscheidungen merkst du immer mehr, wie du zu deiner Person kommst. Was ist mir denn wirklich wichtig? Und irgendwann sitzt du mal zwischen Kartons vorm Haus mit meiner Frau und sagst du, all diese Dinge hatten wir die ganze Zeit. Aber was sind wir? Entscheidend ist doch, was wir sind. Dass wir gehen und dass wir uns bewegen und wir erleben. Die Dinge, die wir haben, sind irrelevant eigentlich. Ja. Wir waren im Januar im Urlaub für 3 Wochen in Uruguay und Argentinien. Wir sind nur mit Handgepäck gereist und haben uns vorher viele Gedanken gemacht, oh, nur Handgepäck, wir können so wenig Dinge mitnehmen. Und hier zu Hause haben wir bei uns ein Haus voller Krempel. Und am Ende der 3 Wochen fragst du dich, was habe ich denn jetzt vermisst? Also was fehlte denn jetzt wirklich? Im Grunde fehlte nichts und das war ein wunderbarer Urlaub. Und das ist eine interessante Erkenntnis. Ich glaube, eine Erfahrung, die man machen sollte irgendwann im Leben. Das macht in jedem Fall Spaß, diese Erfahrung zu machen, die Einsicht zu haben irgendwann. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich sag mal, wir haben die Erfahrung gemacht, Dinge sind schön und ermöglichen einem auch, ja, viele Sachen haben ja Funktionen, wie wegen mir ein Fahrrad. Ne? Mit dem Fahrrad hast du ein Fahrrad, kannst Fahrrad fahren, macht Spaß. Ne? Das ist schön und vielleicht auch nützlich. Tatsächlich ist aber halt, je mehr Dinge wir uns binden, umso mehr ist die Gefahr da, dass unsere Aufmerksamkeit von uns selbst sich entfernt und in diese Dinge hineingeht. Und die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung von uns selbst verlieren, weil unsere Wahrnehmung in diesen Dingen ist. Ich würde diese Entscheidung nicht bereuen. Einfach, weil diese Bewegung, und wir haben das jetzt ja gerade ganz schön eigentlich so auf dem Tisch jetzt, ja, eben einen zu der Frage zu dir selbst zurückbringt. Sie zwingt dich dahin. Sie zwingt dich zu dir und in deine direkte Umgebung. Und wie bewege ich mich jetzt? Ja, ich will es mal so formulieren, weil du Musiker bist. Deine Worte bringen mir eine Melodie zum Klingen. Und wenn dir, lieber Zuschauer, das genauso geht, er bietet auch Coachings und Seminare an. Gut. Sehr gerne. Einfach melden. Laurenz, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Du hast nochmal die Gelegenheit, möchtest du den Zuschauern noch irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben? Möchtest du ihnen irgendwas sagen? Diejenigen, die vielleicht darüber nachdenken, was ist mein Auswanderungsland? Sollte ich nach Montenegro kommen oder nicht? Möchtest du noch was zu Montenegro sagen oder Allgemeintipp geben? Du hast nochmal das letzte Wort. Zum Emotionalen, das, was wir gerade hatten, mutig sein, überhaupt in Bewegung gehen, macht verdammt viel, bringt
Wachstum bringt Reichtum. Und von Montenegro speziell, wer nach Montenegro geht, der sollte nicht zu viel von der Küche erwarten. Das heißt also, wem das Kulinarische am Herzen liegt, der sollte schauen, dass er vielleicht nach Frankreich oder Italien oder Ähnliches kommt. Die Montenegriner hatten die Küche einfach. Und das sagen sie mitunter tendenziell auch selber. Worauf achten? Naja, ich würde sagen, wenn man auswandert, ganz allgemein, so aufgeräumt wie möglich, aus meiner Erfahrung. So aufgeräumt wie möglich. Hervorragend. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du deine Montenegro-Erfahrung mit den Zuschauern geteilt hast. Ein Auswanderungsland, welches bei den meisten nicht in den Top 15 steht, aber was offenbar durchaus einen gewissen Charme und einen großen Reiz hat, wenn man das erstmal kennengelernt hat. Von daher vielen, vielen herzlichen Dank an dich und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute bei eurem neuen Leben in Montenegro. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch dir, Chris, dass du mir dieses Erlebnis geboten hast, hier mit dir dieses Gespräch zu führen. Vielen Dank. Gut, alles Gute. Tschüss und bis zum nächsten Dir auch, Chris. Interview. Ja, ciao.